Hallo Martina, es freut mich mega, dass du dir die Zeit nimmst, um von deiner Geschichte zu erzählen. Ich finde deine Geschichte super inspirierend. Und ja, wie ist das gewesen? Vielleicht gehen wir mal nochmal zurück in die Zeit. Wie ist das für dich gewesen, wo du angefangen hast? Also bevor du angefangen hast, wie ist es dir dort gegangen? Was hast du? Wie muss man sich dein Leben vorstellen dann? Mein Leben eigentlich ziemlich angenehm. Nur, dass mein Körper mir ziemlich oft einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, wenn ich mein Leben wollte aktiver gestalten oder intensiver gestalten. Viele Sachen sind halt wegen körperlicher Beschwerden nicht gegangen. Ich hatte mega viel Ärger mit meinem Bauch, mit meinem Rücken, allgemein so mit Muskelproblemen. Und ich habe mein Leben schon vorher gerne gehabt. Aber ich habe schon gemerkt, dass es einfach viele Sachen gibt, die mich einschränken und das mich stört. Und habe dann jahrelang mit ganz viel so Körpertherapien und so probiert, etwas zu machen, mit Akupunktur etwas zu machen. Aber irgendwie bin ich nie an einen Ort gekommen oder an einen Punkt gekommen, wo ich sagen musste, so, jetzt passt es mir, jetzt habe ich genug Freiheit, mich so zu entfalten, wenn ich das gerne möchte. Mhm. Du reitest ja leidenschaftlich gern, schon dein ganze Leben lang. Das Ross war ja einer von deinen Treibern. Also du hast ja wollen, dass es deinem Ross gut geht und dass dein Ross auch weniger Gewicht muss tragen. Wie, mich hat das sehr berührt, oder? Weil vielfach geht es uns ja so, dass wir nicht einmal für uns selber etwas machen wollen, sondern dass wir wie eine Fremdmotivation brauchen. Ja, ich glaube, es war einfach so ein Teil des Zusammenspiels. Ich wollte alles harmonischer, feiner. Ich wollte aber auch einfach selber agiler sein, weil ich das vom Ross ja auch gerne hätte wollen. Dass wir zusammen wachsen können, mehr und feiner zusammen arbeiten. Und dann musst du einfach wirklich halt mit deinem Körper auch fähig sein, zu liefern, was du von deinem Partnerpferd erwartest. Und da habe ich einfach gemerkt, dass es bei mir auch anstellt. Und das war dann natürlich auch nicht hilfreich gewesen. Und dann setzt du dich wie immer mehr unter Druck und dann geht es genau in die falsche Richtung. Und das war schon eine grosse Motivation gewesen, das auch wirklich auch anzupacken, mit meinen Kindern spontaner und aktiver zu sein. Ja, ich glaube, so das ganze Päckchen. Ich habe mir wirklich einfach ein spontanes, aktives Leben gewünscht. Du hast ja gesagt, du möchtest mehr Sport machen, Ja. damit du dein Körpergewicht kannst regulieren kannst, um nachher auch ein besserer Partner für dein Ross zu sein, also dass dein Ross weniger muss tragen. Und dort kannst du mir vielleicht sagen, wie hat sich das nachher entwickelt? Also hast du dein Gewicht regulieren oder hast du mehr Sport machen? Ja, ich glaube, das ist dann irgendwann so ein bisschen Perpetuum mobile mäßig. Also du kannst dein Körpergewicht regulieren, du fühlst dich besser, dein Körper macht mehr mit, das heisst, du machst auch mehr. Wenn du wiederum mehr machst, mehr magst, reguliert sich dein Körpergewicht wie von selber. Ich glaube, es sind immer Bausteine und du musst ein bisschen an allen Rädchen ein bisschen drehen, bis dann die Maschine wirklich Fahrt aufnimmt. Ja. Und wenn sie es dann aber mal macht, dann geht es nachher halt auch gäbig. Ja. Und das ist halt schon, das ist das, was jetzt wirklich halt auch passiert ist, so im letzten 3/4 Jahr. Dass ich mir jetzt nicht mehr ständig muss überlegen, ja, kann ich da, will ich das nur, sondern jetzt ist es halt einfach, ja, Zeit, also komm, machen wir es einfach. Sehr cool, die Freiheit ist etwas mega Schönes. Ja, also die ist, glaube ich, wirklich so der Game Changer, dass ich mir nicht mehr jeden Morgen zuerst muss ich mich hineinspüren, ja, wie viel mag es denn heute liegen, sondern einfach wir stehen auf und wir machen es. Und wir probieren mal einfach, weil mein Körper viel mehr mitmacht. Ja. Und auch wenn es mal ein bisschen zu viel ist, dann reagiert er nicht mehr gerade mit dermaßen starken Muskelschmerzen oder so, sondern er reagiert halt, sagt vielleicht so ein bisschen, ey, mach ein bisschen weniger. Oder jetzt sollst du vielleicht noch dehnen.
Und dann geht es aber wieder. Also, also was ich auch sehr stark merke, ist, die Regenerationsphase ist viel, viel kürzer geworden. Und das hilft natürlich auch sehr. Also, dann kannst du halt am Morgen zu viel machen, die am Nachmittag schon, aber am Morgen geht es dir wieder gut. Ja. Und nicht, du hast zu viel gemacht und nachher musst du 1-2 Tage in die Regeneration investieren und aufpassen und so. Also die ganzen körperlichen Prozesse laufen zuverlässiger ab. Sie laufen aber auch schneller und intensiver ab. Und ich habe mich darauf verlassen, dass sie einsetzen. Ja. Und das ist schon toll. Mega, mega cool. Und ganz am Anfang hast du mir ja eine Geschichte erzählt, dass dein Arzt dich wollte, auf die IV, also als Invalide anmelden, weil du eine chronische Krankheit hast. Willst du dort noch etwas darüber erzählen? Ja, also nicht mein Hausarzt, sondern ein Spezialist hat bei mir Fibromyalgie diagnostiziert. Und hat dann so mehr oder weniger, als er mir die Diagnose mitteilt hat, nach all diesen Tests, hat er so gesagt, so, ja, möchten wir die IV-Anmeldung gerade schon machen oder möchten Sie noch ein bisschen warten? Und ich habe gefunden, hey, nein, also mir geht es zwar nicht gut, also mir ist zu dem Zeitpunkt nicht gut gegangen, aber so schlecht jetzt also auch wieder nicht. Und dann habe ich halt über die Krankheit nachgelesen und habe mitbekommen, dass es degenerativ ist, dass es immer schlimmer wird und so. Und es steht aber auch in so verschiedenen Internetforen und so, dass Bewegung das Beste ist, was man machen kann. Und ich habe beschlossen, hey, wenn ich die Alternative habe zwischen schmerzhafter Bewegung und ja, einem Leben als Invalide, ja, dann bewegst du dich. Und wenn es noch so weh tut, dann habe ich halt am Anfang, also ich habe mich wie gar nicht können, oder nicht können, ist übertrieben, aber nicht gut können selber bewegen und habe am Anfang halt auch einfach Physio gemacht und so. Und habe dann aber auch schon dort gemerkt, hey, es ist möglich, noch etwas zu verbessern. Und jetzt, die Diagnose ist bei 3 Jahren her, 4 Jahre her und es geht mir viel besser heute, obwohl eigentlich der Krankheitsverlauf in die andere Richtung müsste zeigen. Also von dem her, Ja. nein, also nein, keine IV-Meldung, keine Chance. Wie sieht es denn heute aus? Hast du heutzutage noch Fibromyalgie-Schübe oder ist das gar kein Thema mehr? Es ist nicht gar kein Thema. Also wenn ich mit neuen Sachen anfange, dann merke ich es schon. Krafttraining ist zum Beispiel etwas, wo ich immer noch höllisch aufpassen muss, weil meine Muskeln viel stärker sind im Moment, wo ich sie brauche, als was sie nachher beißen. Also ich darf schon nicht das Gefühl haben, ich kann jetzt auf 100% Leistung irgendetwas machen. Da hat sich der Körper schon, hat er dann schon den Finger auf und sagt, nein, lass es. Aber es ist so, dass ich es ziemlich gut spüre. Ich muss es einfach mit weniger Intensität arbeiten, kann unterdessen aber relativ oft daran arbeiten. Das heisst, ich komme auch zu meinem Ziel. Vielleicht einfach nicht so, ich könnte jetzt nicht in eine klassische Fitnessstunde, weil die jetzt intensiv ist. Aber ich kann für mich selber trainieren, weniger und öfter. Ja. Und du sprichst etwas mega Schönes an, oder? Auf deinen Körper zu hören. Also das Zusammenspiel mit dem Körper, oder? Wir haben das einerseits über die Ernährung gemacht, aber du hast das nachher auch wie weitergeführt. Also du hast wirklich in dem 3/4 Jahr, wo du jetzt, seit du mit mir gearbeitet hast, weil es hat ja nachher nicht aufgehört, oder? Du hast weiter an dir gearbeitet, du hast verschiedene Hilfen in Anspruch genommen. Du hast ein Empfinden von deinem Körper, wo mega, mega schön ist. Kannst du da noch etwas davon erzählen, wie sich das für dich anfühlt, das Zusammenspiel mit dem Körper? Also der wichtigste Unterschied für mich ist diesbezüglich, dass ich Handlungskompetenzen habe jetzt. Also ich kann jetzt etwas machen oder etwas essen und ich weiß jetzt schon, wenn ich mich dann in 2 Stunden oder in 4 Stunden oder am nächsten Tag wird fühlen. Und ich kann entscheiden, ist es mir das wert? Und dann weiß ich aber, was wird passieren. Oder ich kann entscheiden, jetzt etwas anderes zu machen oder etwas nicht zu essen oder eben irgendeine Übung weniger intensiv ausführen. Und dann weiß ich auch, wie es mir in ein paar Stunden wird gehen. Und ich bin dem körperlichen Prozess nicht mehr so hilflos ausgeliefert. Und das ist für mich sicher ein absoluter Gamechanger. Ich kann sie jetzt steuern. Ich kann sie jetzt zu einem grossen Teil im Griff.
Natürlich gibt es immer noch irgendwie Sachen, wenn du mal irgendwie auswärts isst und du verwünschst etwas, wo du einfach nicht gedacht hast, dass es drin hat. Laktose ist zum Beispiel so etwas, wo du dann plötzlich nachher merkst, oh. Aber wenn ich für mich selber koche, eben meinen Alltag gestalten, meine Sporteinheiten selber definieren, dann kann ich das steuern. Ich kann mein Leben steuern, ich habe Kontrolle zurück. Und das ist sicher etwas ganz, ganz Wichtiges. Wow, also das ist ein bisschen so, wie wenn du so eine Art Gebrauchsanweisung für deinen Körper jetzt in der Hand hast. Ja, also ich habe sie mal geschrieben. Ja, genau. Und das finde ich auch etwas, wo man bei dir wirklich sehr gut sieht. Oder? Ich habe nicht dir die Gebrauchsanweisung gegeben. Ich habe dir geholfen, oder vielleicht willst du sagen, also was hat dir die Zusammenarbeit gebracht? Wie habe ich dich geleitet und was war dein Teil gewesen? Weil ich denke, das ist immer wichtig auch zum Spüren, oder? Es ist nicht... Ich glaube, du hast meinen Fokus auf die richtigen Fragen gelenkt. Du hast mich dazu gebracht, intensiv an Orte anzuschauen, wo ich vielleicht von selber aus nicht angeschaut habe. Und durch das Programm, auch mit diesen Wochenschritten, hat es genug Zeit gehabt, um eine Veränderung durchzuziehen, zu spüren, vielleicht so erste Verschlechterungen, aber auch einfach auszuhalten, zum nachzuspüren, was ist denn der längerfristige Erfolg von einer bestimmten Massnahme. Aber immer eigentlich ja fokussiert darauf, dass ich die Kompetenzen nachher habe. Also dass ich ganz genau spüre, was macht was mit mir. Will ich das nicht? Bin ich bereit, das zu akzeptieren? Oder bin ich bereit zu sagen, ey, nein, will ich nicht, mache ich nie mehr. Und von dem her hast du mir geholfen, meine Toolbox zu entwickeln. Mega. Dass du halt einfach immer wieder quasi den Finger drauf hast und was macht jetzt das? Und wie fühlst du dich jetzt? Und bist du jetzt ganz sicher? Und ja, eigentlich so lange, bis die Erkenntnisse zu mir gekommen sind. Du hast mich manchmal ein bisschen gepusht und manchmal ein bisschen gehabt, einfach bis die Erkenntnisse da waren. Sodass ich es auch nicht können, wie quasi drüber hüstern. Weil das kann ich sonst noch gut. So. Genau, also es ist ja... Wir haben ja auch immer so ein bisschen Selbstsabotagemechanismen, oder? Da sind wir nachher auch noch sehr, sehr in die Tiefe gegangen mit diesem Thema. Aber ich finde es wirklich auch schön zu sehen, oder? Du hast wirklich auch diese Arbeit angenommen und du bist so ein bisschen ein Detektiv von deinem eigenen Körper und du hast das auch umgesetzt, oder? Weil es ist nicht so, dass ich dein Problem löse. Du löst es selber, respektive dein Körper löst das. Und du hast einfach hingeschaut und ausprobiert. Und das hat deinen Erfolg ausgemacht, denke ich mal. Ja, also im Endeffekt ist es schön, dass du mich eine Zeit lang so intensiv begleitet hast, aber ich bin der einzige Mensch, der mich den Rest von meinem Leben begleiten wird. Das heisst, ich muss das alles lernen. Ich muss ja handlungskompetent werden in Bezug auf meinen Körper, weil nur mich werde ich immer dabei haben. Ja. Hat es einen Moment gegeben, wo du gemerkt hast, jetzt geht etwas, jetzt funktioniert etwas? Es sind ganz viele Sachen, haben immer mal wieder funktioniert. Also das mit dem Abnehmen hat ja eigentlich mega schnell angefangen. Wirklich. Sobald man mal so die Phase, wo wir zuerst mal alles haben müssen essen, wo wir so schnell gegessen haben, vorbei war, hat das Abnehmen auch schnell angefangen. Und das war natürlich auch so wie der einfachste Schritt gewesen, weil er hilft zu motivieren, weil er messbar ist. Das ist das Tolle an der Motivation durch Abnehmen. Du kannst einfach auf die Waage stehen und du siehst es. Du siehst, ob du es richtig gemacht hast. Und ich bin jemand, der gerne Sachen misst und messbare Ergebnisse in den Fingern hat. Das mit der körperlichen Gesundheit ist länger gegangen. Das war sicher der schwierigere Teil, weil es dort auch immer wieder Rückschritte gegeben hat. Wo ich zum Teil nicht genau wusste, warum jetzt was und so weiter und so fort. Und auch, dass ich für mich gelernt, also ich glaube, der wichtigste Moment war für mich, wo ich gelernt habe, was wollte ich für mich wirklich beibehalten und was habe ich jetzt einfach einmal gemacht
zum Lernen, aber passt eigentlich nicht zu mir. Und als ich das auseinander dividieren konnte, ab dann ist, glaube ich, so die Freiheit gekommen, weil seitdem muss ich nicht mehr darüber nachdenken. Oder nicht mehr mir überlegen, ja, was sagst jetzt du oder einen anderen oder was ich sollte, sondern seither ist, was will ich. Und ich habe gesunde Mechanismen für was ich jetzt will. Mega. Und das ist ja auch ein mega Thema, oder? Das zum Teil auch ein bisschen überfordernd ist, wenn man so viele Ratschläge von außen hört und sollst doch das essen und sollst doch das essen. Und jetzt du eigentlich sagst, hey, ich bin völlig unabhängig, ich weiß, was für mich gut ist. Und das gibt dir wahrscheinlich auch recht viel Freiheit, oder? Ja, und es gibt mir halt die Möglichkeit, Situationen zu erleben. Jetzt bin ich gerade zum ersten Mal, seit ich mit diesem Programm sind wir 2 Wochen in der Ferien gewesen. Zuerst eine Woche in einem Wellnesshotel, wo gekocht worden ist für dich. Und das ist, jetzt kann ich am Morgen an das Morgenbuffet stehen und kann mir sehr bewusst überlegen, das und das und das und das, wenn ich das esse, geht es mir nachher super. Vielleicht will ich aber auch noch ein bisschen von dem und noch ein bisschen von dem. Und ich kann mir jetzt zusammenstellen, wie viel mag ich, wie viel verträge ich, wie viel tut mir gut. Also zum Beispiel auch, hänge ich nachher den Rest des Tages mehr oder weniger rum, dann verträgt es mehr. Gehe ich nachher wandern, dann sollte ich jetzt aber massiv intelligenter essen, weil sonst mag ich nämlich nachher nicht auf den Hocker rauf. Und so. Ich kann jetzt mich selber gut einschätzen und ich kann auch aus einem Ernährungsangebot, das ja oft nicht optimal ist, weil es einfach die Ernährung ist, die ganz viele Leute um einen herum haben und was die ja teilweise sich reinstopfen können, also schön für sie, aber für mich passt es halt einfach nicht, kann ich mir jetzt trotzdem auch aus so einem 5-Gang-Menü am Abend das rausnehmen, was ich vertrage. Auch ziemlich mein Gewicht heben über so eine Woche Wellnessferien. Und trotzdem das Gefühl habe, ich habe wirklich Ferien gemacht und ich habe es genossen und ich habe es probiert und so weiter. Und es ist wunderschön, dass es zum Beispiel Sachen gibt wie Dessert und ich einfach nicht mehr will. Also das ist wirklich so, ich kann so gut an einem Dessertbuffet vorbeilaufen und ich bin tatsächlich heute, und wenn mir das vor einem Jahr gesagt hat, hätte ich jedem den Vogel gesagt, ich bin froh, wenn ich es nicht essen muss. Und wie das genau passiert ist, das ist immer noch also das ist mir selber ein Rätsel. Aber es ist wirklich, ich sehe heute ganz viele Sachen und ich bin froh, muss ich sie nicht essen und nicht, oh, ich will aber, ich darf nicht oder ich kann nicht, sondern nein, ich will nicht. Und das ist ja die Freiheit, die ganz, ganz viele Leute nicht haben, oder? Weil sie eigentlich denken, sie sind frei, sie dürfen alles essen, sie können alles essen, aber schlussendlich können sie ja gar nicht Nein sagen. Also, ja, sie haben einfach noch nicht gecheckt, wie viel besser sie würden gehen, wenn sie wollen Nein sagen. Also eben, wenn zum Beispiel, ich liebe Weisswein, wir haben auch kein Weisswein getrunken vor dem Programm. Unterdessen habe ich gerne Weisswein, es war mir vorher zu wenig süß. Und vor etwa 2 Wochen hat mir die kleine Tochter von einer Kollegin, es ist eigentlich mega herzig, die ist etwa 2,5, die ist so am Teilen üben, hat die Schoki in den Finger gehabt, so Milchschoki, und hat geteilt und hat mir die ins Maul gesteckt. Und ich hatte die wirklich im Maul gehabt, freundlich gelächelt, merci gesagt, bin zum Zimmer raus und habe die das WC abgespult. Ich kriege das nicht mehr, aber es ist so, nein, also es ist so lustig. Und das ist schon toll. Heute sind Cherry-Tomaten süß. Und eben, ich hätte das nie geglaubt. Ich hätte jedem absoluten Finger gezeigt, um so etwas erzählt. Dass ich einfach Cherry-Tomaten lieber habe als Milchschoki. Unterdessen. Und ich finde es auch mega lustig, weil es hat ja schon eigentlich so angefangen, ich mag mich erinnern, in unserem ersten Gespräch hast du gesagt, ich glaube nicht daran, dass es für mich funktioniert, aber ich sehe, dass du so fest daran glaubst. Und das hat sich nachher wie verwirklicht. Oder? Das ist, es ist wahrscheinlich zu schön gewesen, um wahr zu sein. Ja, also es hat in meinem vorherigen Denken schlicht und einfach keinen Sinn gegeben. Ja. Das hat nicht mit meinen Erfahrungen übereingestimmt. Wir haben uns immer
Wir sind mit Süßigkeiten belohnt worden. Wir haben eben süß und gut Essen hat immer mit Wohlfühlen zu tun gehabt. Und ich musste das zuerst erleben, dass das jetzt einfach für meinen Körper nicht stimmt, ohne das eigentlich überhaupt zu wollen. Also ich habe das Programm nicht primär gemacht zum Abnehmen, ich habe das Programm gemacht, um mich besser zu fühlen. Das mit dem Abnehmen war einfach der schnelle Nebeneffekt, den ich extrem gerne in Kauf genommen habe. Aber mein Fokus ist nicht, also weißt, wo wir angefangen haben, ich habe nicht das Gefühl, so, jetzt mache ich Diät. Sondern es war so, jetzt schaue ich, wer es meinem Körper verträgt. Ja. Aber ich habe dir jetzt keine Ahnung von Kalorientabellen. Ich kann dir nicht sagen, wie viele Kalorien ich gestern gegessen habe, weil es mich einfach nicht interessiert. Aber ich glaube wirklich, so die grosse Erkenntnis für mich ist wirklich, für meinen Körper ist Zuckergift. Und ich glaube, das ist wie, wenn du damit mal ein Problem hast, ist das wie, wenn du mal Alkoholiker warst. Es gibt viele Menschen, die können ab und zu Zucker essen und ab und zu wieder nicht. Bei mir funktioniert es nicht. Aber das ist wie, wenn du mal ein Alkoholproblem hast, dann kannst du nachher nicht mehr einmal im Monat ein Glas Wein trinken. Und ich glaube, mit Zucker ist es gleich, weil Zucker ist, für mich ist Zucker eine Droge. Und ich musste zuerst mal quasi nüchtern werden, damit mein Körper überhaupt anfangen anders zu arbeiten. Und ich glaube, das hat nur funktioniert, weil es einfach ein Nebeneffekt war, ich bin nicht angegangen und gesagt, so, jetzt machen wir das nicht mehr. Sondern auf der Suche nach Heilung für meine Muskelprobleme sind wir halt einfach an dem Zucker vorbeigekommen und haben dann einmal gestrichen. Und für mich war am Anfang klar, ich strich da jetzt eine Woche. Und erst nachdem dass sich so viel verändert hat, tatsächlich schon in einer Woche, ist es so gewesen, nein, fangen wir einfach gar nicht mehr an. Ja. Mega, und ich finde es auch mega schön, du hast jetzt Kalorienzellen angesprochen. Das ist nicht etwas, was wir machen, weil es ist nicht, wir den Körper auf andere Art und Weise erforschen, also nicht von außen, sondern von innen. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, oder? Weil wir haben auch nie jetzt irgendwie ein Menü gegeben, wo du irgendetwas Spezielles essen musst, sondern es ist immer darum gegangen, wie fühle ich mich. Also du bist eigentlich die Forscherin von deinem eigenen Körper. Und du hast dort eben, wie du jetzt gesagt hast, auch die Waage mitgenommen, du hast andere Tests mitgenommen, wo du dich beobachtet hast, wo du geschaut hast, hey, wie reagiert mein Körper, wie reagiert meine Fettverbrennung, wie funktioniert meine Zuckerverbrennung, wo du wirklich auf deinen Körper geschaut hast. Und ich finde das mega schön, weil viele Forschungsresultate sind ja global betrachtet und du hast wirklich an deinem Körper geforscht und eine empirische Forschung gemacht, oder? Es ist jetzt ein bisschen wissenschaftlich, aber ich bin eine Wissenschaftlerin und du bist auch sehr ein Kopfmensch, ich glaube, das darf man sagen, oder? Ja. Und von dem her ist das wirklich auch schön gewesen, was passiert, wenn man eigentlich die Wissenschaft und die Methoden, oder, die man eigentlich im Berufsleben schon angewendet hat, nachher an sich selber ausführen. Und du bist da wirklich ein Paradebeispiel, durch mich, weil du bist viel weiter gegangen, als ich eigentlich dich gepusht habe. Du hast nachher immer noch etwas Neues gefunden, hey, das könnte ich auch noch testen und das könnte ich auch noch anschauen. Und das ist einfach unglaublich für mich, oder, wie ernst du das genommen hast und wie viel das du hast mit rausnehmen. Ja, es sind zwei Sachen. Erstens war der Leidensdruck ziemlich groß. Und wenn man dann schon endlich mal Tools an der Hand hat, die funktionieren, also dann gebe ich die sicher nicht wieder ja, und es gibt ja auch Sachen, die jetzt sagen, passen zu meinem Körper, die eigentlich mega unlogisch sind. Das ist wie mit, wieso vertreibt mein Körper keine Salatgurken? Gibt doch eigentlich so keinen Sinn. Du gibst jedem 4-5 Monate alten Baby Salatgurken, um drauf herumzulutschen. Also das ist etwas vom Ersten, was du Kleinkindern gibst. Mein Körper verträgt keine Salatgurken. Verstehe, wer wolle. Und ist eigentlich auch total irrelevant, weil im Endeffekt kann man wunderbar ohne Salatgurken leben. Aber man muss es einmal wissen, dass viele von den Beschwerden von so etwas Simplem kommen. Weil ich tatsächlich sehr gerne Gurken hatte. Und ich meine, in keiner Diät der Welt würde es einem sagen, ich kann Salatgurken. Für mich aber hat es einen riesen Unterschied gemacht, weil es für mich so das Prototypische, das ist gesund, das hat viel Wasser, da kannst du dich
satt essen Lebensmittel war, wo jetzt einfach mein Körper spezifisch dazu Nein sagt. Ja. Also, keine Salatgurke mehr. muss man nicht verstehen. Ja. Aber funktioniert. Und wenn halt, ja, und da habe ich halt wirklich Lebensmittel durchgetestet. Ja. Und habe bei Null angefangen. Also bei Sachen, wo ich das Gefühl hatte, zu wissen, glaubt habe zu wissen. Wie eben, Salatgurken sind etwas Gesundes. Ist mehr davon. Testet und festgestellt, nein. Und dafür gibt es andere Sachen, die ich wunderbar vertrage. Mhm. Pilze zum Beispiel, wo man sagt, sie sind viel schwerer verdaulich. Eigentlich als Gurken. Funktioniert aber viel besser. Also, da gibt es halt Pilze. Ja. Und ich finde es auch mega schön, dass du sagst, man kann leben ohne Salatgurken. Und du hast auch wirklich angefangen, oder? Du hast angefangen, am Anfang hast du ein paar Lebensmittel gehabt, die du gut vertragen hast mit deinen Darmbeschwerden. Und dann hast du mehr und mehr dazugenommen und schlussendlich hast du nachher auch eine rechte Palette an Lebensmitteln zusammenstellen, die du kannst essen. Und ich habe jetzt bei dir nicht das Gefühl hast, dass du eingeschränkt bist in irgendetwas. Milch und Käse. Also, das sind so Käse. Frischkäse, so. Das ist das, was ich noch vermisse. Es gibt ja laktosefrei, aber die sind leider ziemlich grusig. Ja, ich glaube, wenn ich eine Einschränkung benennen müsste, wäre es Käse. Aber ja, sind wir ehrlich, damit kann man nicht gut leben. Ja, und das ist spezifisch für deinen Körper, ja. Oder? Das hast du herausgefunden, dass ja. das nicht funktioniert. Ja. Aber du kannst trotzdem in die Ferien gehen, du kannst trotzdem das Leben genießen. Genießen kann ich es ja eben, weil ich es jetzt weiss. Ja. Das ist der Punkt. Ja. Weil ich jetzt weiss, dass ich 10 Scheiben Schinken essen zum Morgen, aber das eine Scheibchen Käse halt eben einen Einfluss hat. Oder ich kann 10 Eier essen. Aber mit der Mayonnaise muss ich schauen. Das ist spannend, oder? Weil es zeigt wirklich, dass die Lebensmittelpyramide und die Lebensmittelempfehlungen, die wir haben, eben nicht für jeden Menschen passen. Bei dir scheint sie auf dem Kopf zu stehen irgendwie. Ja, mir gibt es keinen Sinn. Also wenn ich mich nach Lebensmitteln... Das ist ja das, was ich vorher gemacht habe. Ich habe mich auch vorher schon viel mit Ernährung beschäftigt. Es gibt ja so den grossen Schweizer Anbieter jetzt mit dieser App, wo auch die Krankenkasse zahlt, wo ja Ernährungsberatung ist. Also was die mir dort erklärt haben, umso mehr ich probiert habe, denen zu folgen, umso schlimmer ist es geworden. Weil ich jetzt zum Beispiel auch weiss, wenn ich zum Beispiel gestern nicht so schlau gegessen habe, darf ich heute keine Rohkost essen. Dann muss das Zeug heute alles gekocht sein. Wo man ja sagt, es hat weniger Nährstoffe und so weiter. Ja. Aber für mich ist es besser. Dann gibt es die Rohkost übermorgen wieder. Und Ernährung ist etwas so Individuelles. Also nichts dümmer als Ernährung zu standardisieren. Also ich glaube, wer Ernährung probiert zu standardisieren, hat einfach noch gar nichts verstanden. Was würdest du anderen Leuten sagen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden wie du? Ich finde Tipps geben extrem schwierig. Sie sollen es probieren, sie sollen neugierig bleiben, sie sollen die Hoffnung nie aufgeben. Das ist schwierig. Es ist unglaublich viel möglich. Also die Selbstheilungskräfte des Körpers sind massiv beeindruckender, als ich je gedacht hätte. Und man muss aber eben irgendjemanden haben, der einmal in den richtigen Weg schubst. Weil es gibt so viele unterschiedliche. Und nachher, und das ist vermutlich das Schwierige daran, muss man in die richtige Richtung kommen und nachher aber immer bereit sein, einfach seinen eigenen Weg zu gehen. Also mal zuhören, für sich spüren, ausprobieren und wenn man das Gefühl hat, Punkt XY passt jetzt für mich nicht, mach es einfach auch nicht. Und zwar egal, wer es dir sagt. Aber das heisst nicht, dass der Mensch bei allem Unrecht hat, was er sagt. Er hat vielleicht einfach in dem einen spezifischen Punkt nicht recht. Und dann einfach weitermachen. Du hast ja auch noch einen kleinen Bonus sozusagen bekommen. Du hast geraucht, als wir uns kennengelernt haben. Und dann irgendwann im Laufe von unserem Coaching hast du mir gesagt, dass
ja, dass es dich nicht wird stören, wenn du aufhörst mit Rauchen. Und dort haben wir auch einen recht lustigen Moment gehabt, weil wir haben dann, du hast eine Hypnose machen und wir haben die durchgeführt. Und nach dieser Hypnose hast du zu mir gesagt, ich bin jetzt nicht sicher, ob das gewirkt hat. Was sagst du heute? Also Zigaretten finde ich heute unglaublich gruselig. Habe allerdings immer noch die Vapes, von dem her, ja. Aber das hat so gut gewirkt, dass ich tatsächlich nachher 2-3 Mal probiert habe, ob ich die Zigaretten noch rauchen kann. Ich habe es nie mehr geschafft, mehr als 2 Züge davon zu nehmen. Das ist auch einfach, das ist wie Schokibär. Nein, einfach nicht, merci. Ich bin heute sehr froh, wenn ich nicht mehr rauchen muss. Also keine Zigaretten mehr für mich, bitte. Und wie ist das jetzt mit dem Vape? Hast du dann auch das Gefühl, du hast mehr Freiheit? Also ist es immer noch eine Sucht oder ist es ein Genuss? Das ist vermutlich schon irgendwo eine Sucht. Aber ja, die kann man dann als nächstes angehen. Sehr gut. Und was du auch ganz schön gemacht hast, jetzt, zum Beispiel am Beispiel von der Zigarette, hast du ja deine Kinder auch mit ins Boot genommen und hast ihnen gesagt, sie dürfen ganz fest mit dir schimpfen, wenn du jemals wieder eine Zigarette wirst anzünden. Ja, und also gerade mein Grosser ist sehr enttäuscht, dass ich es nie gemacht habe, weil er hat sich sehr darauf gefreut, mich mal so von Herzen zusammenschiessen, aber ich habe es nicht gemacht. Und ja, du bist ja Mami von 2 kleinen Kindern. Was spürst du da jetzt auch eine Veränderung von deiner Lebensqualität durch deine bessere Gesundheit? Also kannst du ein besseres Mami sein durch das? Was heisst ein besseres Mami, eine gute oder eine bessere Mutter, finde ich immer so einen schwierigen Ausdruck. Aber ich bin sicher eine aktivere Mutter. Ich kann mehr mit ihnen machen, ich kann auch spontaner etwas mit ihnen machen, ich kann mehr mit ihnen mitmachen. Ich glaube, sie genießen es schon. Mega. Und du hast das Darmproblem angesprochen. Was ich an deinem Beispiel auch sehr spannend finde, ist so die Interdisziplinarität. Oder? Du hast nicht nur mit der Selbstheilung gearbeitet, sondern du hast auch Medikamente gehabt, die dich unterstützt haben in diesem Prozess. Das ist vielleicht noch wichtig für gewisse Leute zu hören. Es geht da nicht irgendwie darum, dass wir einen alternativen Weg suchen, sondern wir versuchen, den Körper mit ins Boot zu holen und mit dem Körper zusätzlich zu arbeiten, zum Weiterkommen. Genau, kannst du da vielleicht noch erklären, wie das Zusammenspiel bei dir funktioniert hat? Ja, also ich habe eigentlich 3 Magenmedikamente dauerhaft genommen, wo wir uns kennengelernt haben, einen Protonenpumpenblocker, eine Art Antidepressiva, das primär auf den Darm soll, beruhigend wirken und ein Neuroleptika, das einfach macht, dass man die Schmerzen nicht mehr so gespürt hat. Macht aber halt eben auch, also die grosse Nebenwirkung vom dritten Produkt, das wohlgemerkt sehr gut funktioniert hat, ist, dass du aber auch Sachen wie Sättigung nicht mehr spürst. Du spürst dann einfach nichts mehr. Unterdessen nehme ich 2 von diesen 3 Produkten gar nicht mehr, weil ich sie einfach schlicht und ergreifend nicht mehr brauche. Und also was ich noch ab und zu nehme, ist quasi wie Antidepressiva. Und zwar dann, wenn ich einfach furchtbar viel Stress habe, wenn ich genau merke, jetzt habe ich Bauchweh, das hat nichts mit dem Essen zu tun, sondern einfach jetzt Schlapp oder Stress aus und ja, jetzt geht keine Lust drauf. Und das nehme ich jetzt, vorher habe ich das 1 bis 2 Mal täglich genommen und das nehme ich jetzt 1 bis 14 Tage. Wenn ich wirklich merke, so jetzt habe ich so einen Peak oder so, wo ich einfach selber nicht mehr drüber hinwegkomme. Das sind jetzt wie, ich habe das Zeug immer dabei und brauche es aber nicht. Das ist so mein Backup-Plan und ich werde die Medikamente nicht fortschießen, wenn ich auch sind. Und sie wirken. Aber ich bin extrem froh, dass ich sie nicht mehr täglich muss nehmen muss, weil es hat mich schon gestört, wirklich einfach täglich so eine Schuppel-Tablette zu nehmen. Ja. Und dann eben hast du die Schuppel-Tablette für den Darm und dann hast du für die ganzen Muskeln hast noch Sachen und die haben halt auch miteinander interagiert und sich gar nicht gut tun. Und jetzt nicht, an einem Tag wie heute, an einem normalen, guten Tag, nehme ich keinerlei Medikamente. Was aber nicht heisst, dass ich nicht mehr Kopfwehtabletten im Auto habe, weil wenn ich jetzt Kopfweh bekomme, würde ich die Tabletten auch nehmen. Also ich glaube, es geht nicht darum, entweder oder, es geht darum, zusammen. Und
und das Beste für seine Gesundheit zu machen. Und nicht der Weg oder der Weg oder der Weg oder der Weg, sondern einfach auch da wieder eben Handlungsspielraum, situativ können entscheiden, was brauche ich jetzt. Ja. Mega, mega cool. Und jetzt geht zu deinem Darm, oder? Das war ja eigentlich das Problem, das noch am längsten nachgewirkt hat. Was sind da die verschiedenen Etappen gewesen? Da hat es etwa 1 Million Etappen. Also vor dem Programm war die ganze schulmedizinische Abklärung, wo man über Darmspiegelungen, über keine Ahnung was, einfach so ungefähr alle Tests gemacht hat, die dann Schulmedizinerin synchron sind. Und man immer gesehen hat, ja, es hat leichte Veränderungen, aber die erklären eigentlich die extremen Symptome nicht. Unterdessen ist es auch da wieder ein Zusammenspiel. Ich habe abgenommen und durch das hat man dann plötzlich gesehen, dass der Darm und der Bauch nicht einfach quasi sich aufbläht, sondern sich mega unnatürlich aufbläht, was man mit dem vielen Fett vorher gar nicht so klar gesehen hat. Durch das ist man dann mal wieder darauf gekommen, dass neben der riesigen psychischen Komponente es auch noch eine körperliche gibt, die wir noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Und nämlich ist der Darm verklebt mit den Narben, die ich darüber habe. Dann bin ich Faszien lösen. Und das war wirklich ganz krass. Das war vor etwa 2 Monaten. Hat sie mit den Fingern wirklich nur so an meiner Haut gezogen, auf meinem Bauch. Und mein Darm hat angefangen, wirklich zu toben. Also das hast du wirklich gehört. Und durch das hat man jetzt dort wieder so Ultraschall und so draufgegeben und man hat gesehen, dass es Verklebungen hat, wo der Darm mit der Bauchwand verklebt ist. Und darum hat es auch immer wehgetan, weil sobald ich nur die leichte Blei habe, züchtet das in meinem ganzen Bauch. Und zwar nicht einfach, die Schichten können nicht bewegen. Und das wird jetzt etwas sein, wo ich vermutlich wieder jetzt doch noch chirurgisch werde beheben. Weil irgendjemand, also Selbstheilung, eben hat man wie geholfen, an den richtigen Ort anzuschauen, nachdem quasi, dass der Schulmediziner vor 15 Jahren nicht herausgefunden hat, was das Problem ist, habe ich es jetzt quasi wie selber herausgefunden. Aber jetzt werde ich zu einem Chirurg gehen, der das durchschneidet. Die Verbindungen, die einfach nicht sein sollten, jetzt wieder lösen wird aber probieren, dann die Operation wieder jetzt zum Beispiel mit Mentaltraining zu begleiten, dass die Wundheilung nachher optimal ist. Gleichzeitig werde ich etwas Homöopathisches nehmen, wo dort auch bezüglich Wundheilung wird helfen. Also meine Gesundheit ist heutzutage meine Toolbox. Mega, das klingt mega spannend. Du hast jetzt gerade noch die psychische Komponente mit ins Spiel gebracht. Dort haben wir ja auch noch ein bisschen intensiver daran gearbeitet. Was hast du dort mitgenommen? Was sind, Dort habe ich ganz viel über mich selber mitgenommen. Ich habe herausgefunden, welche Sachen das mich geprägt haben. Habe dort daran arbeiten. Und aber auch dort wieder auf verschiedenen Schienen. Also zum einen eben mit dem mentalen Programm, das wir zusammen gemacht haben, handkehrt und umgekehrt, aber auch mit einer Psychiaterin, wo man wie das gleiche Problem von verschiedenen Aspekten aus angeschaut hat. Und auch da halt wieder sehr viel reflektierter. Und dass ich heute zum Beispiel eben auch kann, bei Bauchweh zum Beispiel unterscheiden, woher kommt es denn? Also ist es psychisch oder ist und sogar so weit, ist es etwas aktuell Psychisches? Ist mir jetzt einfach irgendetwas aufgekommen? Ist das, was ich aktuell habe, triggert was früher, wo wiederum der Bauch sagt halt? Ich kenne mich einfach viel, viel besser. Und darum weiss ich dann jetzt auch, wenn beispielsweise ist es Psychopharmaka das richtige Tablettchen, wenn allerdings ist einfach 5 Minuten ansitzen, schnaufen und 2, 3 Übungen machen das Richtige. Und es ist nicht immer das Gleiche das Richtige. Natürlich. Aber das zeigt ja auch wieder, dass du deinen Körper jetzt kennst, oder? Und mit deinem Körper zusammen schaffst und so die Entscheidungen eigentlich mittriffst. Ja, und Gesundheit ist heute nichts mehr, was mir passiert. Oder halt eben auch nicht passiert. Gesundheit ist etwas, was ich mache. Gesundheit ist, wenn ich die richtigen, quasi wenn Marionettenspieler die richtigen Fäden züchen und in der richtigen Kombination. Ja.
eben Handlungskompetenz. Und Handlungskompetenz gibt Freiheit, gibt Selbstbestimmtheit. Und ja, durch das entwickelt sich dann auch wieder ganz viel mehr. Mega, mega spannend, oder wieder das Konzept von der Anleitung, oder du bist die, wo dein Leben bestimmt, selbstbestimmt. Wie, vielleicht zum Abschließen noch, wie tut dein Umfeld darauf reagieren? Also jetzt deine Freunde um dich herum, wie nehmen die dich wahr? Ich glaube, da gibt es alles. Es gibt Leute, die finden das extrem toll, faszinierend, bewundern mich für meine Disziplin, wo ich das Gefühl habe, muss ich gar nicht aufwenden, aber es glaubt von mir niemand. Es gibt andere, die betrachten das skeptischer, wiederum andere, die sind sogar ein bisschen neidisch. Es gibt wirklich alles. Ja. Wie sieht es aus bei den Fachpersonen, die dich begleitet haben? Also deine Psychiaterin, die hast du ja schon vorher gehabt, dein Hausarzt hast du auch schon vorher gehabt. Wie haben die reagiert auf... Mein Gynäkologe, weil du gehst in die Jahreskontrolle, oder? Das heisst, er hat mich schon länger nicht mehr gesehen. Ich hatte eine gynäkologische Jahreskontrolle gehabt. Der kennt mich gut, der hat meine 2 Kinder mit Kaiserschnitt auf die Welt gebracht, also der hat mich x-fach gesehen. Und dann komme ich rein, er schaut mich an, schaut auf meine Akten, schaut nochmal rauf und sagt, und wo haben Sie den Rest von sich gelassen? Und dann haben wir zuerst 5 Minuten über das geplaudert. Und ich glaube, das sagt ja, schon ein Haufen. Aber das sind ja auch die schönen Erlebnisse, die einem noch wieder bestätigen. Ja. Sehr cool. Ja. Und die Psychiaterin und der Hausarzt, haben die auch irgendetwas gesagt oder haben die das einfach passiv, also ohne jetzt irgendwie Kommentar? Mein Hausarzt war super, der hat einfach gefunden, ja, machen Sie weiter, wir müssen regelmäßig das Blut untersuchen. Der hat bei ihm schon gemerkt, er möchte so den Finger drauf haben. Ja. Was ich aber eigentlich durchaus gut finde. Also er soll sich ja, man kann ja auch unglaublich ungesund abnehmen. Ja. Und von dem her finde ich, er macht seinen Job sehr gut, dass er eine gewisse Skepsis an den Tag legt, wenn jemand mit 41 plötzlich quasi ja, mit 10 Kilo weniger und ein paar Monate später nochmal mit 10 Kilo weniger dort steht. Ja. Also ich glaube, das ist auch sein Job, dort eine gewisse Skepsis an den Tag zu legen, vor allem wenn er halt im Prozess nicht involviert war. Ja, und er scheint ja nicht irgendwie jetzt gegen, also er findet ja das gut, dass du etwas machst. Und er findet es absolut gut, er findet nur, es gibt einfach Sachen im Blut, die er überwachen will. Ja. Weil er findet die Ernährungsumstellungen prinzipiell sehr gut, er findet es viel besser als alle die Magenbänder und so weiter. Aber weil ich mir halt am Anfang auch so ein bisschen bin, so, eigentlich weiss ich nicht wirklich, was ich mache, aber es funktioniert halt. Hat er dann gefunden, ja, wenn du nicht wirklich weißt, was du machst, dann muss ich den Finger genauer drauf haben, als wenn du mir jetzt genau könntest sagen, zack, 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 zack. Ja. Und das hast du, glaube ich, auch gesehen, oder? Du hast mal erzählt, dass du Blutwerte gehabt hast und dass die sind super. Ja. Also wir haben jetzt 3-mal wirklich riesige Blut, also beim letzten Mal hat man glaube 8 Ampullen Blut abgenommen. Richtig gern. Er hat wirklich alles angeschaut und es ist aber wirklich alles gut. Also nach dem letzten Mal hat er auch gefunden, jetzt müssen wir das nicht mehr ständig anschauen, mach einfach weiter so. Ja, wow. Also das heisst, du hast auch eine Verbesserung gesehen eigentlich von den Blutwerten von vorher zu jetzt? Also die Entzündungswerte sind super. Ich habe wie von allem genug, also auch so Sachen, wo man heute in der Breitengrad wie Vitamin D beispielsweise, wo eigentlich fast jeder muss supplementieren, bei mir ist es gut. Ja. Mega cool, hey, bravo! Und genau, also und vom Psychologischen her, haben wir dort auch gesehen, dass wir wirklich jetzt nochmal einen Schub vorwärts gemacht haben? Sie ist mehr so, sie arbeitet mehr, sie sieht ja, was gut ist. Ja. Und darum haben wir dort gar nicht so groß darüber geredet, sondern dort haben wir halt wirklich über Baustellen geredet. Ja, klar. Und das finde ich, also das habe ich auch selber erlebt. Ich habe auch eigentlich das Programm gemacht. Das erste Mal, als ich auch in psychologischer Behandlung war. Und ich habe gemerkt, oder, dass die Baustellen, die dort aufgedeckt werden, die kann ich nachher nicht behandeln. Oder? Und das ist bei manchen Leuten halt einfach so, dass die Fachperson im Hintergrund auch einen Halt gibt, um die Sachen zu bearbeiten, die aufkommen. Weil es kommen Sachen hoch, oder? Und das haben wir bei dir, glaube ich, auch gesehen.
auf einmal ist wieder etwas aufgekommen und dann hat es sich wieder mal ein bisschen durchgeschüttelt und dann hast du aber auch gewusst, ich kann das anschauen. Ja, und ich glaube einfach, egal was du musst lernen, es ist einfach gäbiger, wenn du mehrere Fachpersonen um dich herum hast. Gar nicht, weil der eine oder die andere besser oder schlechter ist, sondern einfach, weil sie anders erklären, eine andere Sprache benutzen, es ein anderer Moment ist in deinem Leben. Manchmal, ja, das kennen wir ja alle, sind wir vor einem Problem so überwältigt, dass gar nichts eins ankommt. Und 24 Stunden später geht es dann plötzlich wieder. Und wenn dann halt jemand anderes etwas anderes oder sogar das Gleiche sagt, kommt es dann plötzlich an. Ja. Also so ein bisschen das mit steht der Tropfen höhlt den Stein, das ist halt einfach auch etwas, Ja. wo wahr ist. Und die verschiedenen Leute verhindern, dass du dich quasi wieder verschleifen kannst. Genau, aber du hast auch sehr gute Leute in deinem Umfeld Ja. gehabt. Du hast auch viele Kolleginnen gehabt, die dich unterstützt haben. Ja, und es ist auch schön zu sehen in meinem Umfeld, dass die zwar überhaupt nicht das Coaching machen, sondern zum Teil ganz andere Sachen, aber wir kommen immer wieder auf die gleichen Themen zu sprechen. Also es sind nicht so Themen vom Leben zu ziehen und es ist gar nicht so wichtig, aus welcher Himmelsrichtung dass du die angehst. Wichtig ist, dass du es machst. Ja. Mega. Jetzt vielleicht noch als letzte Frage. Warum würdest du die Arbeit, die wir hier machen, bei Dr. Body Wisdom weiterempfehlen? Weil es Freiheit gibt. Freiheit und Gesundheit und einfach wirklich unterm Strich mehr Lebensglück. Es ist wirklich, mir geht es so viel besser als vor einem Dreivierteljahr. Und ja, das Einzige, was doof ist, dass ich es nicht schon vor 10 Jahren gemacht habe. Das ist lustig. Ja, aber ich habe es halt einfach nicht gewusst. Ich habe es nicht besser gewusst. Und ich bin sehr, also allgemein und egal was ich mache im Leben, bin sehr Fan vom Spruch, mach so gut wie du kannst. Wenn du es dann besser weißt, mach es besser. Ja. Also das heisst, du gibst dich auch nicht irgendwie, du hast jetzt auch kein Schuldgefühl, das hochkommt, weil du es vorher nicht so gemacht hast, sondern du hast jetzt einfach einen neuen Start eigentlich. Ich bin schon überzeugt, dass einfach alles dann ins Leben kommt, wenn es auch mag spiessen. Ja. Ja. Ich glaube, da hat schon irgendwo, keine Ahnung, nennt das Schicksal noch ein bisschen Finger drauf. Mega, mega herzlichen Dank, Martina, für das Interview. Und hey, weiterhin alles Gute. Ich bin sicher, dass du wirst noch neue Sachen herausfinden oder wie du gerade gesagt hast, das Leben wird dir vielleicht noch andere Sachen ausspielen. Und ich bin absolut überzeugt, dass du Tools in der Hand hast, um mit diesen Sachen umzugehen. Ja, glaube ich unterdessen auch. Merci vielmals. Danke dir.